Hallo. Ja, lass uns anfangen. Ja, aber welchen Farbton nehme ich? Also ich habe hier tatsächlich den Farbton, den ich einfach nicht so einfach mischen kann. Und bevor ich mich jetzt ewig hier hinstelle und Farben mische, nehme ich den. Und ich habe nämlich den Farbton auch in der Magnolie gesehen und den finde ich total schön. Und die Magnolie ist heute mein Thema. Deswegen habe ich hier auch so schöne Pinktöne und auch angefangen, den Kaffeefarbton zu mischen. Ich verdünne den hier nochmal, aber er gefiel mir halt nicht so. Deswegen der Kaffeeton passt da einfach besser. Aber vielleicht brauche ich den nachher nochmal. Fangen wir mal mit dem schönen Farbton hier an. Ja, schöne Farbkombi. Das sieht doch gut aus. Hier siehst du auch schon, wie der Farbton sich verändert. Und hier oben diese tollen Pünktchen sind natürlich auch klasse. Kann man hier noch diese schönen Adern reinziehen, die auch in der Blüte immer sind. Die finde ich immer so toll. Oder hier das so schön weiterlaufen lassen. Magnolie ist ja auch immer viel weiß, also damit kann ich ja arbeiten heute. Also auch vom Untergrund her, jetzt von der Leinwand, aber auch natürlich weiße Farbe und hier mischen, auch mit dem schönen Violettton. Sollen sich jetzt ein bisschen mischen und dann ergibt es ja wieder ein schöner neuer Farbton. Okay, die Eissaison hat eröffnet. Das ist natürlich toll hier. Das sind tolle Effekte. Ein bisschen Vanille noch dazu, weil den Farbton, den mag ich halt auch sehr gerne. Das ist nochmal so ein warmer Farbton zu dem doch kalten Pink. Hier läuft's. Da muss ich nochmal das Tuch drunter legen, damit das da nicht weiter runterläuft. Sonst verschwindet ja irgendwann mein Farbton. Ich muss das hier nochmal etwas stoppen. Das ist jetzt leider zu flüssig geworden. Aber es macht ja nichts, so kriege ich hier einen wunderschönen Effekt rein. Und auch der Farbton, der ist jetzt toll. Das ist ein schönes Rosa jetzt. Ein Werkzeug sauber machen, sonst nützt mir der Farbton da gar nichts mehr. Dann würde ich jetzt hier die Farbe gar nicht mehr so erhalten. Ja, der passt jetzt auch gut. Das mischt sich doch hier wunderbar. Das wird doch schon fast ein Orange. Schöne Blattform, ne? Oder so Federn. Jetzt könnte ich auch noch mal einen Farbton hier nehmen. Das hatte mich nämlich vorhin inspiriert. Ja, jetzt kann ich hier auch wunderbar mit dem Pinsel arbeiten und die Farben schön miteinander verbinden und weicher und pastelliger führen. Also du kannst hier eine Menge delegieren, auf jeden Fall. Also die Farbe
kannst du auf jeden Fall bestimmt irgendwo hinbringen, wohin du sie haben willst, aber eben nicht alles und nicht immer. Also du musst dich hier ein bisschen auch auf die Überraschung einlassen können und gucken, was so entsteht und ja, spontan auch reagieren. Das finde ich ja immer so das Schöne auch an so einer Arbeit. Ja, und der Farbton, der passt auch hier rein. Einfach machen. Also ich überlege selber zwischendurch beim Malen und dann kommen sofort diese spontanen Ideen, wo ich dann auch gleich einfach mache. Also nicht lange überlegen, mache einfach. Die Farbe ist natürlich viel zu dick gerade. Also dafür läuft sie halt nicht. Aber das macht ja nichts. Also es ist halt ja eh nur verdünnt und jetzt muss ich natürlich das Palettenmesser hier sauber machen. Und jetzt kann ich aber ja trotzdem hier die Farbe noch schön verteilen. Oh, jetzt aufpassen, jetzt habe ich hier die Farbe mit aufgenommen. Die gebe ich dann hier erstmal am Rand ab oder am Tuch, ist egal. Aber Hauptsache jetzt nicht in die schöne Farbe hier rein. Passt natürlich perfekt etwas Gold dazu. Also das passt tatsächlich richtig gut und ist nochmal ein tolles Highlight. Es erinnert mich immer wieder daran, als ich vor xx Jahren, also ewig, also es ist schon ewig her, da habe ich immer Marmorierungen gemacht an den Wänden und da habe ich immer goldene Adern reingezogen. Ja, das erinnert mich immer daran. Ich glaube, jetzt werde ich langsam fertig hier. Kannst aber auch erstmal so bleiben. Kannst erstmal abtrocknen. Und dann gucke ich weiter. Also ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Also ist erstmal gut.
Muss erstmal nicht mehr und ich muss erstmal gucken, was ich jetzt hier gemacht habe. Also erstmal wirken lassen. Und dann kann es ja erstmal trocknen. Gucken, wie das aussieht mit halber Sonne. Nee, schade. Also mit der Sonne sehe ich kaum eine Farbe. Also es ist sehr, sehr, sehr hell pink. Und jetzt so, die Farben finde ich sehr, sehr schön. Also mal gucken, wie die dann aussehen, wenn die trocken sind. Aber hier auch dieses Krisselige, dieser Eiseffekt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das erinnert mich immer an irgendwas. Ich bin aber noch nicht so dahinter gekommen, an was das mich jetzt erinnert. Und die Farbkombi ist sehr schön, finde ich. Also es ist gut miteinander verlaufen und es verläuft auch noch so ein bisschen. Hier die Effekte sind einfach geblieben, da habe ich auch nichts gemacht. Und ja, hier ist noch ein bisschen nass. Alles. Ja, bloß nicht anfassen jetzt. Also Finger weg. Nicht mehr machen, statt einfach machen. Also nein, mach einfach. Ich hatte erst überlegt, hier mit der Struktur was zu machen und dann, ja, es kommt immer, wie es dann so kommt und vieles kann man eben nicht planen. Aber ich will dir noch was zeigen. Das hatten wir letztens schon im Chat gesprochen darüber mit der Amsel hier. Die Sonne scheint, also richtig, richtig schön. Und hier oben, wer nistet da wieder? Da nistet wieder die Amsel. Also sehr schön. Die Malerei und die Farben, die wecken die Lebensgeister, finde ich. Es ist wie so ein purer, direkter Blumenstrauß, den ich dir hiermit überreichen kann zu Ostern als kleines Geschenk. Kein Osterhasen, auch kein Goldpapier. Also ich hatte das alles überlegt, aber ich dachte mir, nee, danach ist mir jetzt gerade und das passt. Und deswegen wünsche ich dir eine ganz schöne Osterzeit. Wenn du noch Fragen hast, gucke auf dem Blog, da sind viele, viele Fragen beantwortet. Den Link findest du immer unter dem Video. Ich habe eine Neuigkeit. Es müsste jetzt ein Acrylkurs für Anfänger fertig sein. Den findest du auch dort und da kannst du gerne mal reingucken. Vielleicht ist das was für dich. Vielleicht ist es auch, wenn du mal ein Geschenk suchst, was Besonderes, dann kannst du da auch vielleicht auf solch ein Geschenk zurückgreifen. Also guck da einfach mal rein. Und vielleicht ist es auch schon ein Stück weiter mit unserer Community. Das weiß ich nicht. Da steckt viel, viel Logistik und technischer Aufwand und alles Mögliche dahinter. Also vielleicht klappt es. Ich hoffe das total. Ich wünsche mir das, dass wir hier unsere tolle Community auch anders noch weiterführen können. Jetzt wünsche ich dir eine ganz schöne Osterzeit. Genieß noch einen Kaffee, Tee oder Wasser oder was auch immer du hast. Ich werde mich aus dem Urlaub in den Chat dazuschalten. Darauf freue ich mich. Ja, deswegen, also ich werde im Urlaub sein und ich freue mich auf unseren Chat. Also mach's gut, hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!